Nach einem wirklich ausgezeichneten Frühstück in Veichten im Kaunertal starten wir jetzt und fahren runter nach Landeck und dann geht es weiter Richtung Silfreda über Ischgl und Galtier zur Bühler Höhe, wo wir eine kleine Pause am See machen. Weiter fahren wir dann den Bregenzer Wald runter und dann Richtung Arlberg. Mal gucken, was uns verkehrsmäßig erwartet, aber ich denke, das wird ganz okay sein. Also, bleibt dran, fahrt mit und habt Spaß. Euer Motorradtourer. Ja, die Burg Berneck, die hat uns beim Herfahren schon wirklich beeindruckt. Wir haben leider nicht gehalten, sonst hätten wir da die Sonne von hinten gehabt. Heute früh jetzt fahren wir von der Kaunertaler Hauptstraße ab Richtung Kauns, um nochmal bei dieser Burg Berneck vorbeizufahren. Die liegt auf 1076 Meter Seehöhe. Ich habe jetzt einmal nachgelesen, was man so weiß über diese Burg, weil sie ja doch sehr schön da liegt. Erstmalig erwähnt wird sie 1225, also ist schon ganz schön alt. Man kann gar nicht mehr genau nachvollziehen, wie oft die der Besitzer gewechselt hat und ist ja zigmal auch verfallen und wieder gerichtet worden. 2007 wurde sie dann renoviert mit Mitteln der Münchner Messerschmidt-Stiftung. Und seither sind auch Zugänge, also sind Besichtigungen möglich. Also liegt einfach toll da oben auf dem Berg. Schaut es euch an. Wunderbar, oder? Also wenn man das so sieht und da wohnt, schon wunderbar. Ja, das Kaunertal im Tiroler Oberland, das hat mich ja schon ganz schön beeindruckt, das muss ich ganz eindeutig sagen. Ich habe jetzt die Eckdaten aus dem Internet zum Kaunertal ein bisschen nachgelesen und ja, was glaubt ihr denn so, wie viele Einwohner denn das ganze Tal hat? Also ich konnte es kaum glauben, also Stand September 23 haben die 616 Einwohner, so wenig. Und der Durchschnitt liegt auf 1287 Meter Seehöhe. Und erst 1980 brachte die Eröffnung des Skigebiets Kaunertaler Gletscher, das bis dahin wirklich sehr ländlich geprägt war, touristischen Aufschwung. Und 1998, nach dem Erfolg eben von der Touristik, schlossen sich das Kaunertal und das Pitztal zur Naturparkregion Kaunergrad zusammen. Und seither waren viele Leute von nah und fern dort zum Anschauen. Der Hauptort ist Veichten, da wo wir übernachtet haben. Übrigens, der Name Kaunertal geht auf das lateinische Wort cuna, die Wiege, zurück. Wohl, weil sich die ersten Siedler in dem schmalen Tal sehr geborgen wie in einer Wiege fühlten, sagt man heute. Also, da fahren wir jetzt runter, schaut zu, das ist wirklich tolles Feeling, bis wir jetzt wieder unten auf der Hauptstraße sind.
Jetzt sind wir also in Landeck angekommen und fahren jetzt weiter Richtung Silvretta. Da erwartet uns auch ein Spaß, wenn es auch ordentlich frisch ist heute Morgen. Wir fahren ja jetzt schon eine ganze Weile in diesem Tal Richtung Ischgl, Richtung Galtür, immer im Schatten, weil da keine Sonne hinkommt. Das heißt, das Thermometer nimmt mal ab auf 4, 5 Grad und wie jetzt auf 9 Grad, wenn die Sonne da ist. Meiner Mitfahrerin, der war es richtig kalt, das heißt, wir haben dann mal ein bisschen eine Pause gemacht, damit sie ihre Handschuhe auf den Motor legen konnte. Bei der Guzzi brauche ich das natürlich nicht, weil ich habe ja jetzt eine Griffheizung. Faszinierend. Brauchst du andere Handschuhe? Ja, es hat halt unter 10 Grad. Jetzt fahren wir hoch in der Sonne, da wird ja alles sonnig sein, zur Bieler Höhe. Und da wird es uns auch nicht mehr so vorstellen, weil es ja da aufgrund auch der Tätigkeit die Kurven links, rechts schon ein bisschen umtriebig sein wird. Also, schaut zu! Fährst du voraus? Gut. Tschüss.
So, jetzt haben wir die Bieler Höhe erreicht, 2032 Meter hoch. Die Silfreda Hochalpenstraße ist eine der schönsten und beliebtesten Gebirgsstraßen der Alpen, wenn auch mautpflichtig. Nicht ohne Grund nennt man sie auch Traumstraße der Alpen für Genießer. Die spektakuläre Bergkulisse und die direkt am Wegesrand liegenden Seen Vermund und Silfreda ziehen Besucher mit und ohne Fahrzeug in ihren Bann. Wir fahren jetzt runter zur Mautstelle Partennen auf 1051 Meter, also legen über 1000 Meter zurück, um wieder abzufahren. Gesamt hat die Silfreda eine Länge von 22,3 Kilometer und 34 Kehren. Die macht richtig Spaß zu fahren. Also wie bereits gesagt, wir fahren jetzt ab die Silfreda und fahren dann weiter nach Bludenz. Dann Richtung Arlbergpass, über Lech, Wart, Schirken und dann fahren wir zu unserem Zielpunkt in Scheidegg. Jetzt sind wir an der Silfreda Hochalpenstraße. Das sieht doch einfach geil aus, oder? Also, da kommst du rum, also unglaublich geil sieht es aus. Ja.
das war jetzt die Abfahrt der Silfreda nach Partennen und weiter geht's jetzt zum Arlbergpass. Ja, 2 wunderschöne Tage sind auch schon wieder zu Ende. Das geht ja echt immer rasend schnell. Wir trennen uns dann in Scheideck. Ich fahre dann weiter über Wangen, Kisleck, Bad Waldsee zur B30 nach Biberach und über Ulm dann. Was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, ist, dass eine Schlechtwetterfront auf mich wartete. Also ab Biberach hatte ich extremen Wind auf der 4-spurigen Richtung Ulm und ab Ulm habe ich dann alles erlebt. Regen, Sturm, Gewitter, Hagel und das war eben das, was man manchmal erleben muss. Ich war dann gegen 19 Uhr zu Hause und ja, nass war bin ich nicht. Die Klamotten waren super. Also, danke, dass ihr da wart und bis bald. Tschüss, euer Motorradtourer.